Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema starker Anstieg bei Silber führt zur Mega-Gold-Aktienrallye. Disclaimer. Starker Anstieg bei Silber. Ist das nächste Preisziel 23 Dollar? Könnte sein, dass wir jetzt relativ stark durchmarschieren auf 23 Dollar, dann möglicherweise korrigieren auf 21,50 und dann weiter steigen. Wir werden sehen. So ist es, wie das die Analysten sehen. Und gut möglich, dass diese Dynamik noch einige Tage anhält. Natürlich ist jederzeit mit massiven Eingriffen, mit einer massiven Preisdrückung zu rechnen. Das sind Sachen, die man im Grunde genommen nicht prognostizieren kann, aber sehr wahrscheinlich steigt Silber bis Jahresende um die 25 bis 30 Dollar. Silber läuft Gold den Rang, genau wie vorhergesagt. Goldaktien-Rallye kann beginnen. Im letzten Video vom Donnerstag wurde es angedeutet. Am Freitag ging es dann los. Gold stieg 50 Dollar auf 1086 Dollar oder 3,1% und Silber um 1,4 Dollar auf 20,85 Dollar oder 7,18%. Gold kann Anstiege zwischen 50 und 100 pro Dollar ein paar Mal wiederholen, Silber entsprechen und die Preise schießen in die Höhe. Das Gold-Silber-Ratio sinkt ebenfalls weiter auf 80,59 und bildet damit ein tieferes Tief. Um hier der Junior-Minen-Index GDXJ, er stieg am Freitag um 3,01 Dollar auf 31,24 Dollar oder um satte 10,61%. Dabei hinterließ er vermutlich ein sogenanntes Runaway Gap oder Ausreißer. Hier entsteht eine Kurslücke, bei dem der Kurs mühelos vom Niveau zu Niveau steht. Man könnte zwar auch davon ausgehen, dass es ein Gap ist, welches noch nicht geschlossen werden sollte, aber das ist eben nicht immer und vielleicht auch hier nicht der Fall. Und damit könnte der Start der Goldaktienrallye das könnte der Start der Goldaktienrallye am Freitag gewesen sein. Gold- und Silberaktien werden kaum noch korrigieren. Davor haben wir auch schon genug gesehen. Ab jetzt beginnt dann der große Anstieg der Minen über mehrere Monate. Ja, es wird ungefähr vermutet, dass die Gold oder Silber vielleicht bis Februar, März auf circa 50 steigen könnte, dann korrigieren könnte, relativ heftig korrigieren können. Das würde aus der jetzigen Situation mehrere Monate Goldaktienanstiege überproportionaler Art bedeuten, dass vielleicht bis Februar, März gehen. Und natürlich müssen wir dann vorsichtig sein, wenn Silber dann in den Bereich von 40 bis 50 Dollar kommen, dann dürften die Goldaktien überproportional gut sein und dann sind wir natürlich auch fällig für eine Korrektur, die dann möglich ist. Aber jetzt nach den ganzen Drückungsaktionen der letzten Monate ist in jedem Fall ganz ähnlich wie 2016 eine mehrmonatige Anstieg der Goldaktien möglich, was uns dann die ganz großen Gewinne bringt und hoffentlich strukturell die Penny Goldstock Aktien, Silber Goldstock Aktien, die jetzt im Penny-Bereich ist, strukturell in den Bereich von 1 Dollar bringt und hoffentlich noch darüber hinaus, je nachdem, wie euphorisch der Markt wird. Projektgenerator Ontario, Quebec, USA und Deutschland. Im Gegensatz zu den meisten Junior-Explorationsaktien ist das Unternehmen Eigentümer seiner Grundstücke. Das Unternehmen besitzt derzeit 200 Landpakete, die alle über Ressourcen und Reserven gemäß NI 43101 als auch NI 43101 mineralisierte Bohrabschnitte, Mineralienvorkommen verfügen und sich in Quebec, Ontario, Nova Scotia, New Brunswick, Tennessee, Nevada und Washington befinden. Das Unternehmen ist mit einer minimalen Verwässerung der Aktien gewachsen, indem es Landpakete aus dem Bestand gegen Bargeld und Aktien optioniert, während es Lizenzgebühren auf die zukünftige Produktion einbehält. Die Optionspartner übernehmen das Explorationsrisiko, wodurch das Unternehmen seine Barreserven bewahren kann und eine unnötige Verwässerung der Aktien verhindern kann. Das Unternehmen wurde vor über 60 Jahren gegründet. Ja, dieses Unternehmen ist ein Phänomen. Es ist, wie gerade gesagt, unheimlich alt im Vergleich für diese Branche. Und es ist ein Unternehmen, es ist auch völlig untypisch, das kaum seine Aktien durch Neuemissionen verwässert hat.
also sehr anlegerfreundlich in dem Sinne. Und was wirklich herausstechend ist, dass sie 217 Gebiete haben, also fortgeschrittene Projekte zu diesen Liegenschaften über 40 ehemalige Minen, über 50 Grundstücke verfügen über historische eben NI 43101 compliant Ressourcen und 111 Edelmetallprojekte, 106 Projekte für Basismetalle, seltene Erden und Industriemetalle. Also das Besitz dieses Unternehmens ist wirklich unglaublich und das bei einer Marktkapitalisierung von ungefähr 30 Millionen. Ähm, Die Aktie ist in den letzten Jahren auch enorm gecrasht. Die war auch schon mal auf $3. Jetzt auch aktuell mit der letzten Korrektur. Sie sehen den steilen Anstieg seit der Corona-Krise von 2020, hier von mehr oder weniger ja, 0,2 und 0,25 auf 1,6, ist jetzt gecrasht auf 0,6, hat meines Erachtens den Boden gefunden und dürfte jetzt mit den nächsten steigenden Goldwellen sein altes Hoch auch wieder erreichen. Und ja, ich meine, wohin kann sowas gehen? 217 Projekte, niedrige Verwässerung bei Goldaktien. Also wenn wir eine richtig starke Gold-, Silber- und Rohstoffmanie kämen, ist halt enormes Potenzial in dieser Aktie. Auch wenn sie natürlich nicht dem sind, eine Entwicklungscompany ist, die einzelne Projekte betreiben, aber möglicherweise ist das Modell noch viel smarter, weil sie beteiligen sich, weil sie ein Projektgenerator sind, kriegen sie eben vom Output der Produktion eben auch dementsprechend Gelder. Und ich nehme an, was wir erleben werden, ist ein massiver Anstieg der Bewertung dieser vielen Gebiete. Und das ist das, was das möglicherweise das ganz große Geld bringt. Einfach, dass die Leute, die Angst um den Erhalt ihrer Kaufkraft haben, sich massiv in diese Projekte einkaufen und sozusagen sich indirekt in Gold und Silber beteiligen. Und das kann eben von diesem Penny-Stocks-Bereich in den Dollar-Bereich und Mehr-Dollar-Bereich führen und kann solche Aktien zu den ganz großen Gewinnern machen. Schauen wir nochmal auf die aktuellen Projekte, nur ganz kurz, Überflug. Labyrinth, Goldmine in Quebec, 6,32 Gramm pro Tonne, 500.000 Unzen. Das Autier Lithium Royalty Projekt, 17.136.000, also 17 Millionen Tonnen mit 1,05 Lithium. Ferrol, Goldlagerstätte Quebec, 5,42 Gramm pro Tonne. Untertage auch nochmal 300.000 Tonnen mit 4,1, also hochgradiges Gold. Das Bell Mountain Silber-Gold-Projekt von Eros zusammen mit Eros Resources zieht es in Betracht, diese Lagerstätten abzubauen, Nevada. Und dann das Magusi Kupfer, Zink, Gold, Silberlagerstätte, Fertigstelle der Produktionsszenario durch Dritte, Straßenenergie etc. vorhanden. Also das sind, sage ich mal, aktive Projekte, die sie vorangebracht haben. Vielleicht hier noch einige weitere. Das Jute-Projekt in Quebec, zwei Optionen, Maple, Gold Mines und Orford Mining Corporation haben diese Optionen. Zwei ehemalige Kupfer-, Zink-, Silberminen, Propir und Jüttel Kupfer sind vorhanden. Eine vormalige Goldmine, Eagle Mines, großes Explorationspaket mit Minen. Jodel Mines hat hier 242.000 Tonnen mit 10,37 Zink, also enorm hochgradiges und dann nochmal 1.400.000 Tonnen mit 1,25% Kupfer, 19,77% Zink. Das Eagle Gold Mine hat nochmal 277.000 Tonnen mit 5,83% Gramm und das Ganze ist 11 Kilometer von der Eagle Talbot Goldmine entfernt. Viele andere Projekte, auch wie gesagt, ich kann jetzt auf keinen Fall die 219 Projekte vorlesen, aber hier ist nur eine Auswahl, dass Sie selbst, sage ich mal, auf Ihrer Präsentation nennen. Das Crater Lake Scandium-Projekt, seltene Erden, das Cadillac Gold-Projekt, das Cadillac Malartic Bergvorruine Quebec, das C3 Copper Goldzone, die Autier Lithium Royalty Projekt. Dann hier noch was Interessantes, Bräunsdorf Silberprojekt, also in Sachsen. Das ist eine Option haben Sie angegeben, mit Excellent Resources, Silberunternehmen, laufende Exploration. Das ist 340 Quadratkilometer großes Projekt. Das nennt sich Silver City, wie gesagt, hier in Bräunsdorf in Sachsen.
großes, hochgradiges epithermale Termin. Sie sehen einige Bohrergebnisse, das vom Abbaugebiet hier Grauer Wolf, und das sind auch hochgradige Gebiete. Sie sehen das hier 127 Gramm pro Tonne bis teilweise hier 1296 Gramm pro Tonne Silberäquivalent. Also enorm hochgradiges Silber hier in Freiberg, das wissen Sie, wurde ja mehr oder weniger Silber für ganz Europa vor Christoph Kolumbus entdeckt, also 750-jährige Tradition. Und da kommt ja auch der Begriff des Talers beispielsweise her, das kommt von Joachimsthal, sage ich mal, an der böhmischen Grenze. Und also aus Joachimsthal hat sich dann über die Jahrhunderte Thaler und auch der Dollar abgeleitet, ganz interessant. Also und es gibt ja auch diese Berghochschule, die eigentlich die super Fachleute weltweit ausbilden. Also könnte auch interessant sein. Wie gesagt, Sie machen das jetzt eben als Projektgenerator. Ähm, Möglicherweise hat eben, wenn dieser Bullenmarkt voll läuft, werden diese Projekte eben massiv aufbewertet. Das können Sie sich vorstellen, was bei 219 Projekten passiert. Natürlich, wie immer, keine Empfehlung, wollte nur berichten, was es hier noch am Markt zu welchen Preisen gibt. Und diese Aktienkurse sind trotz jetzt der Erholung bei Gold und Silber, sie sind immer noch im Korrekturtief und möglicherweise interessantes Investment. Ja, Goldaktienbullmärkte der 1970er Jahre, das ist das, was uns eigentlich so fasziniert. Das ist hier Aktien von 15 oder 20 Cent. Sie haben gesehen, diese Aktie ist bei 60 Cent. Und was spricht dagegen mit solchen riesigen Ressourcen, dass es ja auch auf 10, 20, 30, 40 Dollar geht? Klar, wir kriegen sie vielleicht nicht mal zum ganz absoluten Ausverkaufspreis, aber doch denkbar, dass sich das mehr oder weniger wiederholt, weil die Goldaktien im Verhältnis zu damals extrem unterbewertet sind. Und Gold braucht eigentlich nur etwas steigen auf 2300, 4000. Mit Silber hatten wir ja gerade gesagt, vermuten wir ja vielleicht bis Februar 50 Dollar. Und das kann aber eine enorme Armania bei Penny Gold und Silberaktien freisetzen. Also man muss eben, was kann man tun? Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, wie die gerade erwähnte beispielsweise. 1000-Becker-Report versuche eben solche Aktien zu identifizieren, nach Risiko, moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu machen, wenn möglich den Potenzialfaktor zu errechnen. Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Bei Interesse kann ich Ihnen auch gerne einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung zur Verfügung stellen. Alle Informationen finden Sie weiter unten in den Videos. Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, ja, die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Das ist Einlagerung in der Schweiz, sehr leicht abwickelbar, sicherlich einfach, um eine Alternative zu normalen Edelmetallhändler haben. Also die sind immer an Gold und Silber gekommen, auch in Krisenzeiten ist sicherlich sinnvoll. Ja, Gold.de, Vergleichsportale, wenn Sie überhaupt Gold und Silber kaufen, einfach immer erstmal vergleichen. Nützliche Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU, in der Schweiz arbeiten, Charts von Gold, Silber, Uran, Goldaktienindiz, Hui Gold Ratio, Literatur über Goldaktien, ja, Diskussionsformen wie COCA. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, ich habe öfters mal Probleme mit Spam, also wenn Sie irgendwas vermissen, bitte ich Sie, mir einfach eine Mail zu schreiben und mich einfach telefonisch kontaktieren. Soweit es wie möglich sind, rufe ich Sie dann zurück. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat, beziehungsweise vielleicht die Glocke zu drücken, dass Sie sofort über aktuelle Videos informiert werden. Ja, nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.